Neil Drop Casting Couch Episode 1, Leipzig. Wo sind wir hier? Wir sind hier in der Distillerie, der älteste Techno-Club Ostdeutschlands. Ich bin seit 5,5 Jahren Teil des Teams, seit 3 Jahren festangestellt. Bin so das Mädchen für alles. Hauptsächlich natürlich Türselektion, Künstlerbetreuung und unter der Woche hier Instandhaltung, Hausmeistertätigkeiten. Okay. Jo. Hast du einen Haufen Dinge gesehen? Ja, allerdings, vor allem am Wochenende, klar. Einiges erlebt, die Zeit, ja. Hast du aber gar nicht vorgestellt. Ja, ich bin Simon, bin 35, wie gesagt, seit 3 Jahren festangestellt hier in der Distillerie. Ja, und mache das mit Herz und Seele. Spürt man, habe ich direkt gespürt, wenn wir hier reingekommen sind. Danke dir. Danke, dass du auch dabei bist, dass so ganz spontan geklappt hat. Sehr gerne, es sieht mir ja schön im Arbeitsoutfit noch. So soll es sein. Perfekt, wir sind ja gerade so in Abbruchstimmung, reißen hier alles ab, transferieren alles an den neuen Ort. Ja, was auch ein bisschen Wehmut mitbringt, weil jede Ecke, die man anfasst, hat man irgendwann mal gebaut oder mitgeholfen und jetzt nimmt man die große Flex und schneidet hier die Stahlträger im Großen raus. Mhm. Schon ein komisches Gefühl auf jeden Fall. Aber er zieht weiter, ist jetzt nicht zu Ende. Definitiv. Es geht in die MH7. Ja, bloß wann genau, kann ich so noch nicht sagen. Der offizielle Plan war, dass wir Ende des Jahres da schon die ersten Veranstaltungen machen, aber es gestaltet sich natürlich alles schwieriger. Alles, was Genehmigung, Baugenehmigung etc. sind, ist nicht so einfach. Ja. Vor allem, wenn man so einen Namen, sage ich jetzt mal, mitträgt, den Club über 30 Jahre hat, dann liegt da natürlich auch ein ganz anderer Fokus drauf, wie jetzt auf einem kleinen neuen Technoladen, der gerade so am Aufblühen ist. Auf jeden Fall. Schauen die Leute nochmal ganz anders. Auf jeden Fall. Und du bist der erste Bouncer, den wir in der Show haben. Oh, cool. Das ist auf jeden Fall eine geile Sache. Ja. Wie ist es, an der Tür zu arbeiten? Ich muss dazu sagen, ich habe für den Kreuzer vor kurzem auch ein Interview gegeben. Ich wollte eigentlich nie wieder Türsteher sein. Ich habe das in der Heimat ein bisschen gemacht, so im bayerischen Raum, Studentenclubs, irgendwelche Bierfeste, sonstiges. War eine coole Truppe, war auch eine coole Firma, aber die Arbeit an sich ist halt echt sehr schwierig, weil du dich nur mit dem befasst, womit sich keiner befassen will. Das sind die sich rumschlägern, die Stress machen, große Menschenansammlungen, die du trennen musst, sonstiges. Das war eigentlich, wo ich gesagt habe, das möchte ich nicht nochmal machen. Und dann bin ich zum Feiern hierher gekommen, den Club kennengelernt, habe die Mitarbeiter kennengelernt und bin dann hier so, ich sage jetzt mal mit Vollgas in das ganze Geschehen reingekracht, die richtigen Leute kennengelernt und war dann auch ziemlich schnell involviert in dem Ganzen. Bin 2017 hierher gekommen und Ende 2017 hatte ich mit einem guten Freund den ersten Gig hier mit der Hyperion. Und kurz danach bin ich auch so ein bisschen in die Tür reingerutscht, weil klar, wenn man den Job ein bisschen gemacht hat, dann unterhält man sich vorne mit den Leuten auch anders an der Tür und da haben wir uns auch gut verstanden und dann bin ich ja da auch so in die Tür reingerutscht, sage ich jetzt mal wieder. Aber hier war es natürlich was anderes, weil das Clubbing an sich so, die Elektroszene, das gab es bei mir in der Heimat zumindest so nicht. Es gibt da jetzt mittlerweile kleine Crews, die ein paar Partys veranstalten, ja, aber das ist natürlich nicht zu vergleichen mit hier. Das, wie man aufgenommen wurde, wie hier alles egal ist. Hauptsache du bist hier und das war's. So, und ich sag mal, der Partyalltag in der Heimat, das war halt anders geprägt. So, da ging es ums Saufen, dann bist du mit deiner Truppe weggegangen. So, und außerhalb dieser Truppe gab es nicht viel. Klar hat man vielleicht mal jemand kennengelernt, aber das war eher nebensächlich. Hier, ich bin die erste Zeit, wo ich hierher gezogen bin, alleine in die Clubs gegangen und du findest immer jemanden.
Ja, das ist hier, die Leute sind viel offener. Das war ein echt schönes Erlebnis. Cool. Ja, das ist gut. Ja. Was sind die nicht so schönen Seiten im Job? Ja, die nicht so schönen Seiten, ja, muss man auch sagen, vor allem nach dem Cut mit Corona hat sich an der Tür vorne auf jeden Fall wieder einiges geändert. Wir haben hier ein ziemlich straffes Türprogramm gefahren. Wir haben sehr intensive Kontrollen gemacht, einfach weil wir die höchstmögliche Sicherheit bieten wollten für unsere Gäste. Es gibt ja verschiedenste Möglichkeiten, was zum Beispiel nicht rein darf, ob es verbotene Substanzen sind, Waffen etc. Oder was ein Pfefferspray ist, was mit reingenommen wird, zum Beispiel, wenn man nicht kontrolliert und zum Beispiel irgendjemand wird angegangen und zieht dann das Pfefferspray im Club einfach, um sich zu verteidigen. Das kann halt den ganzen Abend ruinieren und auch für die Person kann das halt einiges ruinieren, weil die aus Nichtwissen das zündet. Ne? Und das betrifft ja in so einem engen Raum viel, viel mehr Leute. Und ja, deswegen war das für uns auf jeden Fall sehr wichtig, dass wir da einen guten Job machen an der Tür, dass wir da auch mit gutem Gewissen die Party veranstalten können. Weil ich kenne es halt auch von vielen Partys, da sind die Kontrollen eher dürftig und das finde ich immer schwierig, weil wir jetzt verschiedene Flüssigkeiten oder Substanzen dann reinkommen. Das sollte man auf jeden Fall ein bisschen kontrollieren. Ja, und ich sag mal so, in Leipzig hat man ja sowieso einige Vorfälle. Bei uns muss man sagen, ist es zum Glück nicht so schlimm, aber wie jetzt in der Stadt, so Diskotheken etc., da gab es ja jetzt auch schon ein paar Vorfälle mit Messerangriffen. Und das ist auch ein Grund, warum wir hier auch ein bisschen aufgerüstet haben allen Mitarbeitern Stichschutzwesten organisiert. Aber es ist halt trotzdem auch ein komisches Gefühl. Ne? Wenn du jahrelang machst du die Tür so und alles lässig und dann kommt halt trotzdem so ein mulmiges Gefühl mit auf. Vor allem, wenn du dann so eine Weste trägst und dann ein bisschen eingeengt bist in dem Ganzen. Das ist schon komisch. Bist zu breit. Bist zu breit. Ja. Ja. Wie soll ich sagen? Nach Corona hat sich das ganze Bild ein bisschen geändert an der Tür, beziehungsweise auch, wie wir agieren mussten. Wie ich es immer wieder gerne sage, ich war die letzten 1,5 Jahre nicht Türsteher, sondern Erziehungsbeauftragter. Weil natürlich 2 Generationen oder eine Generation über 2 Jahre keine Feiererfahrung machen konnte. Die haben ihre Feiererfahrung eher über TikTok und Social Media gemacht und von zu Hause aus dann. Genau, und da werden halt natürlich auch andere Werte vermittelt, wie es tatsächlich so im Club abläuft. Wir hatten zum Beispiel ganz selten, dass wir mal einen Gast hier hatten, der mit Sonnenbrille auf dem Dancefloor stand. Nach Corona waren das viele. Ne? Das ist halt, was das Ganze so mit sich birgt. Das Schwierige daran ist, du musst jetzt jemand erkennen, der schon in einem guten Techno-Outfit kommt. Aber ich sag mal so, das haben wir immer so gemacht, wenn du die richtigen Fragen stellst, dann hörst du ja trotzdem ziemlich schnell raus, ob jemand weiß, wofür er hier ist oder worum es hier in dem Ganzen geht oder nicht. Absolut. Ja, und wenn zum Beispiel ich den Leuten erkläre, dass hier ein absolutes Foto- und Filmverbot ist und dann schon die ersten Fragen kommen, warum, wieso und ich will doch Fotos machen, dann ist halt für mich auch okay, dann bist du halt hier falsch. Ach. Dann ist es halt hier kein Ort für dich und du hast den ganzen Hintergrund nicht verstanden. Ein Safe Space soll nicht ein Space sein, wo ihr jetzt alle eure Handys auspackt und ich jeden ablichten kann, der das will. Nee, ganz im Gegenteil. Hier soll ja in Ruhe gefeiert werden, ohne dass ich irgendwo von irgendjemandem abgelichtet werde. Das ist auch das, was ich versucht habe zu vermitteln. So, ihr seid den ganzen Tag mit eurem Handy unterwegs. Fällt mir ja auch auf, dass ich das viel mehr benutze, als, sage ich jetzt mal, vor 5 Jahren. Aber wenn ich am Wochenende hier bin oder mit meinen Freunden unterwegs bin oder, dann ist doch das Handy absolute Nebensache. In dem Moment, wo ich das Handy in die Hand nehme, bin ich nicht im Hier und Jetzt und kriege das auch nicht mit. Und das ist halt so ein Punkt, das ist ein bisschen schade, weil das ging in die falsche Richtung. Es ist eher mehr Handys und mehr Leute, die Fotos gemacht haben, die wir dann auch rausgeschmissen haben, weil das einfach eine Regel bei uns ist. Ganz einfach, wer ein Foto macht, der fliegt. Oder ein Video. Ja, aber ich denke, das hat auch diese Pause mitgebracht, weil vorher war es so, irgendjemand ist 18 geworden und jemand, der 19 oder 20 ist, hat diese Person schon mitgenommen und gesagt, pass auf, hier so und so, da das und das, so macht man das. Das hatten die alle nicht. Absolut. Ja, deswegen
war es auch ein bisschen ein Stück weit unsere Aufgabe, die Leute da auch so ranzuführen. Ja, wir haben auch sehr, sehr coole und viele neue Stammgäste dazu gewonnen. Und da waren auch ein paar dabei, die am Anfang die Kameras gezückt haben, die wir dann auch rausgeschmissen haben und die dann von selber kamen und gemerkt haben, hey, das war vielleicht jetzt nicht cool und denen das aber trotzdem gefallen hat, die dann trotzdem, sage ich jetzt mal, durch einen falschen Grund, blöd gesagt, wie jetzt durch irgendeine TikTok-Werbung, ja, ich will jetzt mal Techno, es sind die hergekommen, aber denen wurden hier ganz andere Werte vermittelt, dass denen auch gefallen hat und dann konnten wir die, sag ich jetzt mal, doch auf die richtige Seite ziehen. Wie sieht die dunkle Seite aus? Wir haben kurz vorher, also hinter der Kamera darüber gesprochen. Da gab es auch so diesen Fall. Ich glaube, das wäre wichtig, dass man so solche Sachen zitiert, wie die Situation so mit diesem Typen, so mit dem Harness an der Tür. Ja, das sind halt, das war eine kleinere Gruppe. Ich glaube, das waren 3 Boys und einer war halt in einem sehr, ja, ich sag jetzt mal in einem sehr aufreizenden Kinky-Outfit unterwegs. Und ja, ich hatte halt einfach so eine Vermutung, ob er weiß, was er da trägt, weil das war ein schöner Harness so, aber ich wusste nicht, ob er jetzt der Typ ist, der weiß, wo das herkommt und wo es seinen Ursprung hat. Und das habe ich ihn halt auch gefragt und ja, da kam halt nicht viel, außer, ja, das habe ich halt bestellt. So, wo hast du es denn bestellt und weißt du, wo das seinen Ursprung hat? Ja, nee, aber das tragen die doch jetzt alle. So, und das war die Antwort? Ja. Und das ist halt so, ja, wer ist alle? Dann war mir klar, dass es wahrscheinlich eher wieder auf das TikTok-Ding rausläuft, weil wenn man da mal reinschaut, da ist halt echt alles voll und alles in, sag jetzt mal, Rave-Mode und Sonnenbrille. Ja. Ja, das ist halt ein schwieriger Punkt. Ich finde es halt super interessant, weil also in Berlin haben wir ein paar Podcasts gedreht, wo wir also unsere Ebene als Ravers und ja, also du bist halt auch auf dem Feld, auf der Tür, so an der Tür, wo du halt so die Person ist, die dann entscheidet, ob die Person reinkommt oder nicht. Ja. Und das Ganze so auch so, das Wort judgen ist nicht gerade richtig, aber so entscheiden kann, ob es der richtige Ort ist für die Person. Und das ist meiner Meinung nach einer der wichtigsten Jobs im Nachtleben in einem Club, weil das macht die Stimmung von drin. Wenn die Tür also in jeden reinlässt, könnte es anders ausgehen, als würde sie so eine strikte Selektion haben. Genau, und vor allem auch so mit Social Media und so weiter, es wären einfach so, ja, diese Werte, das sind auch meiner Meinung nach nicht unbedingt die richtigen. Und das wäre wichtig, vor allem so in dieser Zeit, wo halt so Cultural Appropriation halt so ein großes Ding ist, dass man wirklich Leute die richtigen Sachen beibringt und sagt so, erzieht. Die Frage, die ich jetzt stellen möchte, ist, wir machen unser Job jetzt so online mit diesem Format, du machst es ja an der Tür direkt. Was würdest du uns sagen, was wir den Leuten online sagen könnten, damit sie dann wissen, okay, so und so sieht's aus und dann komme ich halt nicht so in eine Situation, wie die du gerade erklärt hast. Ja gut, das ist ja von mehreren Sachen abhängig. Ich würde es jetzt nicht explizit auf dein Outfit beschreiben. Für mich ist es wichtig, dass das Gesamtbild passt. Es kann ja auch jemand kommen, der mit absoluten Regular Clothes ankommt und der überhaupt nicht nach Techno ausschaut. Das haben wir auch sehr oft. Und dann frage ich den ein paar Fragen, wer zum Beispiel heute Abend spielt oder was er unter Awareness versteht oder. Und da kommt wie aus der Pistole geschossen genau das, was ich hören will. Das würde ich jetzt hier nicht unbedingt sagen. Klar. Und deswegen ist es schwer zu sagen, weil, wie wir es vorhin hatten, es kommt jemand mit einem Rave-Outfit, wo du vom Äußerlichen sagen würdest, jo, mach dich rein. Aber das macht es ja nicht aus. Es ist halt immer ein Gesamtbild. Was für mich das Wichtigste ist, wenn der Abend beginnt, beziehungsweise ist ja meistens 23 oder 0 Uhr, wenn die Clubs öffnen, und ich habe um 12:30 oder 1 schon die ersten Leute, die kaum mehr stehen können, das ist für mich halt ein totales Ausschlusskriterium. Egal, ob das jetzt Alkohol oder andere Substanzen sind, wenn jemand nicht mehr Herr seiner Sinne ist, dann ist es auf jeden Fall ein Grund für mich, dass es keinen Einlass gibt an dem Abend. Auf jeden Fall. Alles andere, wir stehen hier in der Tille, das ist ja auch das Wichtige für Vielfalt, so ist bunt. Es gibt viele Clubs, die haben Richtlinien, wo du sagst, hier alles in schwarz oder
reine Kinky-Veranstaltung, ne, dass du jetzt nur mit Outfit kommen kannst. Und hier ist es ja so bunt, schwarz, Ketten, Kinky, es ist alles bunt gemischt bei uns. Aber es muss halt passen. Okay. Und wegen den Fragen, die du vorher gestellt hast, das finde ich halt sehr interessant, weil klar ist es keine gute Sache, dass man die Antworten direkt so online stellt. Das ist jetzt so kein so wie als würde man so cheaten. Ja. Aber auf der anderen Seite, wo kann man sich informieren? Weil diese Frage, was verstehst du unter Awareness? Dass man dann weiß, so, hey, was ist Awareness? Ja. Oder was bedeutet ein Harness, vor allem unter anderem in der Gay-Szene? Und was will ich damit sagen, wenn ich zum Beispiel ein Armband hier links habe oder rechts? Oder die Farben, rot, gelb und so weiter. Google das. Das ist wichtig. Ja. Bevor du sowas sagst. Und das ist meiner Meinung nach auch etwas, also ich bin selber auch so eine Art von Nerd, wenn ich mich da für etwas interessiere, dann richtig. Und da verliere ich mich ins Internet und gebe mir wirklich so die Mühe, da so, egal ob es jetzt so Artikeln, YouTube, Dokumentaren und so weiter und so fort, aber gibt es da deiner Meinung nach eine Art von sicherer Quelle für Clubkultur? Oder wo könnte man das außerhalb des Clubs auch noch besprechen? Das ist mal eine richtig gute Frage, wo man den besten Infospot hat, weil wie du schon sagst, ob du jetzt YouTube, Insta, es ist halt alles überflutet. Du kriegst bestimmt sehr viel Material, aber ob das jetzt die richtigen Werte vermittelt, ist halt das andere. Für mich ist es so, wenn ich das versuche, für mich selbst zu umschreiben, wenn mich jetzt jemand fragen würde, was ich unter dem Begriff Awareness verstehe. Ja, Awareness, Bewusstsein, wenn man so übersetzt, aber für mich ist es einfach der Umgang mit allem. Ob das mit meinen Mitmenschen ist, ob das mein Konsumverhalten ist. Einfach bedacht umgehen mit allem. Ja. Wie ich mit meinen Mitmenschen umgehe, wie ich mit jemandem Fremden umgehe, den ich nicht kenne. Ne, wenn ich dir grumpy entgegenkomme, warum sollst du dann fröhlich zu mir sein? So, das macht ja keinen Sinn. Also alles mit Bedacht machen, auf die Mitmenschen achten. Das ist was mir auch aufgefallen ist, was sehr verloren gegangen ist. Vor allem nach der Corona-Zeit, dieses Miteinander. Wie ich damals die Raves kennengelernt habe, da bin ich hier als Anfang 20-Jähriger durch den Laden gehuscht und da rempelt man sich mal an, weil es ist ja viel los. Und ich kannte das so aus der Heimat nicht. Wenn man sich angerempelt hat, dann muss man aufpassen, dass es da keinen Stress gab. Hier haben sich die Leute umgedreht, die festgehalten, und waren, hey, alles gut, easy. Und das war das, was mich so überzeugt hat von dem Ganzen. Das war so geil, weil es war egal, ob das Girls waren, Boys waren, woher die kamen, das war vollkommen egal. Jeder hat aufeinander geachtet. Und das ist auch so ein Punkt, warum es wahrscheinlich auch so viele oder warum es mittlerweile die Awareness-Crews gibt, weil die Leute selber nicht mehr aware genug sind, um aufeinander Acht zu geben. Mhm. So, das ist ja das Motto unserer Awareness-Crew hier ist, wir sind eigentlich nur hier, um uns selbst irgendwann abschaffen zu können. So, ne, dass das Bewusstsein wieder so weit ist, dass es die Awareness-Crew gar nicht mehr geben muss. Unsere Awareness-Crew, also das sind die Besten so, da brauchen wir nicht drüber reden, was wir in den letzten Jahren gerissen haben, vor allem mit der kompletten Awareness-Crew, das ist hammermäßig. Aber das Bewusstsein der Leute sollte eigentlich so weit sein, wie gesagt, dass wir selber wieder miteinander und aufeinander aufpassen. So, und das wäre für mich eben der Begriff Awareness. Ist jetzt zwar ein bisschen ausgeholt, aber im Großen und Ganzen. Sehr, sehr komplett. Also da ist auf jeden Fall sehr viele wertvolle Informationen dabei. Danke. Das ist nicht dafür. Sehr schön. Cool. Und wie sehen Sie aus? Das ist auch so ein großes Thema so bei Awareness-Team, so generell, natürlich den Partys. In London und Berlin gibt es die Club Verboten zum Beispiel. Da haben sie so ein ganzes Outfit, auch so mit einem kleinen Hut auf dem Kopf, das richtig cool ist, richtig gut ausgebildet auch. Ich war letztes Jahr im Tresor West, da habe ich auch so ganz, ganz tolle Leute kennengelernt. Ja? Und die hatten keinen besonderen Outfit, aber die kommen zu dir, die sprechen dich an und sie erklären, was sie machen. Wie funktioniert es hier? Also hier ist es so, am Anfang war es ein rosa Schlüsselbändchen, manchmal gab es auch Kopfbedeckungen, jetzt ist es so, das rosa Schlüsselbändchen, eine richtig dicke Weste mit einem großen Aufdruck, wo das Tilleherz hinten drauf ist, in rosa, dass es auch im Dunkeln gut zu erkennen ist. Wir haben natürlich auch ein Funkgerät dabei, die bilden sich untereinander selbst immer weiter, also von jetzt Erste-Hilfe-Kurs, Drogenkunde etc.
ist auch so, dass regelmäßig Awareness Crew Meetings stattfinden. Und es kommt halt auch noch dazu, dass wir halt nicht nur jetzt eine Crew sind und Awareness Crew und Tille Crew, sondern das gehört alles zusammen und wir sind halt auch alle befreundet. Das heißt, selbst im privaten Raum trifft man sich dann und tauscht sich miteinander aus. Das heißt, ich mache nur die Tür, aber wir arbeiten Hand in Hand zusammen. Ja, das ist auch nicht, dass sich jetzt einer über den anderen stellt, so, sondern wir entscheiden alles zusammen. Weil es gibt ja auch Vorfälle, wo jetzt zum Beispiel der Türsteher sagt, nee, der muss raus und die Awareness-Person aber, nee, pass auf, ich habe das geklärt, das war so und so und da ist das einfach ein super Zusammenspiel. Ja. Wie funktioniert die Zusammenarbeit mit dem Awareness-Team? Super, weil dadurch eben, dass wir jetzt nicht aus 5 verschiedenen Ecken zusammengewürfelt wurden, sondern die Awareness-Crew ist hier aus der Mitte raus entstanden, das ein paar Freiwillige von uns gemacht haben. Da kamen dann noch ein paar dazu und wir sind hier als richtige Familie zusammengewachsen. Und das ist halt, das merzt so viele Fehler aus, weil du einfach die Distanz nicht hast, weil wir eben Freunde sind und uns auch mal an den Kopf sagen können, hey, pass auf, das war jetzt echt scheiße. Okay. Lass uns das nächste Mal anders machen und dann wird es auch so gemacht. Und das ist, denke ich, auch ein großer Schlüsselpunkt, wo es bei anderen vielleicht nicht so ist, weil ich sag mal so, wenn du dir ein externes Awareness-Team für deinen Club buchst, weil du selber die Möglichkeiten nicht hast, etc., dann kommt ja immer dazu, es ist ein neuer Ort für die, ist eine neue Situation. Die Leute, die im Club arbeiten, für die sind die Leute neu, man kennt sich nicht, man weiß nicht, wo die Stärken und die Schwächen des anderen sind. Zum Beispiel, die einen können jemanden sehr gut betreuen, aber die anderen können kein Blut sehen. So, hier weiß jeder, was der eine kann. Wenn hier sich jemand übergibt, gibt es natürlich auch Personen, die können das nicht ab, die können das nicht riechen. Das weiß hier aber jeder. Dann geht die eine Person raus, tauscht aus, die nächste geht rein. Also das Aufwachsen als Team ist deiner Meinung nach sehr wichtig und macht die Qualität eines Ladens. 100%. Das find ich sehr gut. Weil wenn das Team untereinander nicht rund läuft, so, dann hat es natürlich Auswirkungen nach außen und die Gäste kriegen das natürlich auch mit. Und das sehe ich, also ich komme ursprünglich aus der französischen Schweiz, wohne seit 8 Jahren in Berlin und da sieht man dort, wo die ganzen, also sehr viele Clubs halt so Security-Firmen einstellen und du hast wirklich so mit Tür ist nicht so, okay, die Person hat, oder man versteht nicht die Tür als eine große Rolle in einem Club als okay, die Person macht wirklich Vibe drin, das versteht man nicht da, so, sondern die Person checkt, also tastet dich ab, und dann dreht im Club um zu checken, eigentlich genauso wie in Bayern, wie du es vorher erzählt hast, eigentlich so 1:1 das und nach Jahren feiern kennst du also die TürsteherInnen und bist halt gut mit denen, aber bis dahin, du hast nicht so dieses so unbedingt Willkommensgefühl, nur eher so diese so, hey, die passen auf, da ist halt nichts passiert. Anderes Beispiel, Fabric in London, da war ich vor 5, 6 Jahren. Da hatte ich auch so, das ist so gut, ist auch eine ganz andere Story da, weil du auch noch so Kameras im Club hast und die stehen da in jeder Ecke und das haben wir auch so in der ersten Folge mit Paula Kowski besprochen, dass die wirklich aufpassen, dass du in gewisser Weise nicht so zu viel Spaß hast, weil die Engländer halt so ein richtiges, sehr lustiges Volk auf jeden Fall sind. Ja. Dementsprechend auch so wenig Grenzen haben auf jeder Ebene, was sehr lustig sein kann, aber auch ab und zu degeneriert und ja, dann wird es ein bisschen sportlich. Okay, ja. Aber da habe ich zum Beispiel am nächsten Abend, da war ich im Corsica Studios und da war es anders. Auch so eine Party, viel diverser, auch mehr queer, mehr inklusiv und da hat es besser funktioniert. Und keine Kameras wahrscheinlich? Ich war zu verschandelt. Ich war die Kamera, also ich. Hoffentlich keine Kameras. Okay. Also ja, meine Eltern haben keinen Brief bekommen, also sollte gehen. Ja, dann ist alles gut, ja. Cool. Ja, und noch eine letzte Frage habe ich an dich. So, wir haben beide eine Glatze und Tattoos. Natürlich. Einfachste Frisur, hä? Obwohl, man muss sich schon regelmäßig rasieren. Das ja, aber alles andere ist halt pflegeleicht. Ja, Haare waschen, gib mir 2 Minuten, ich bin gleich wieder da. Ja, absolut. Wie ist die Szene hier so mit Tattoos in Clubs und so weiter und so fort? Sehr, sehr groß.
ja, in Leipzig allgemein, würde ich sagen, sind auf jeden Fall mehr Leute tätowiert als nicht tätowiert. Okay. Und im Club, ich sage jetzt mal so, allein bei uns in der engen Crew, es sind 4 hauptberufliche Tätowierer, nur in der Telekom. Cool, nice. So, also ich denke, das zeigt schon einiges. Und dadurch, dass halt 4 in der Crew sind und wir eine enge, befreundete Crew sind, wird halt jeder auch von jedem voll gemalt. Ja, sehr schön, ja, ist cool. Ne? Und ja, das liebe ich auch so, dieses so, ich sollte genau der Grund, wieso wir dieses Projekt auch so durchziehen, ne? Ist halt, weil wir teilen auch so das da in Berlin und jetzt gehen wir nach außen und wir verbinden also die Freundeskreise und wir sind echt mega happy und schätzen es auch sehr und ja, danke, dass wir auch so Teil davon sind. Danke dir. Auf jeden Fall. Oder danke euch. Simon, vielen lieben Dank für alles. Danke dir, mein Guter.